Lektion eins: Einen Besuch planen. Guten Morgen, Anna. Ich denke, ein zweiwöchiger Besuch wäre ideal für meine Reise. Hallo John, das klingt perfekt. Es gibt Ihnen genügend Zeit zum Erkunden. Genau. Ich möchte in die Kultur eintauchen und wichtige Sehenswürdigkeiten besuchen. Sie benötigen eine ausgewogene Reiseroute, um Ihre Zeit optimal zu nutzen. Rechts. Ich werde sowohl berühmte Sehenswürdigkeiten als auch versteckte Schätze einbeziehen. Folge. Es wird ein abgerundetes Erlebnis bieten. Sollte ich die Unterkunft im Voraus buchen? Ja, insbesondere in der Hochsaison, um sich die besten Optionen zu sichern. Guter Punkt. Ich möchte einen bequemen Ort zum Entspannen nach der Erkundung. Komfort ist der Schlüssel. Erwägen Sie außerdem lokale Speisemöglichkeiten für authentische Küche. Absolut. Ich freue mich auf dieses Abenteuer. Sie werden eine tolle Zeit haben. Planung ist der halbe Spaß. Lektion 2: Auf Vorschriften. Hi Anna, wusstest du, dass du jetzt an vielen öffentlichen Orten nicht rauchen darfst? Hallo John, ja. Viele Städte haben strenge Vorschriften eingeführt. Das ist eine bedeutende Veränderung. Was halten Sie von diesen Gesetzen? Ich glaube, dass sie eine gesündere Umgebung für alle fördern. Ich stimme zu. Es reduziert auch die Belastung durch Passivrauchen. Ja, die öffentliche Gesundheit sollte immer Priorität haben. Gibt es jetzt ausgewiesene Bereiche für Raucher? Ja, in der Regel gibt es bestimmte Zonen abseits öffentlicher Räume. Das macht Sinn. Es gleicht die Rechte von Rauchern und Nichtrauchern aus. Ja, es geht darum, einen Kompromiss zu finden, der für alle funktioniert. Ich freue mich über Fortschritte in diesem Bereich. Ja, es ist ein Schritt in Richtung einer saubereren und gesünderen Gemeinschaft. Lektion 3: Wettervorhersagen. Hallo Anna. Ich habe in letzter Zeit keine Regenvorhersagen gehört. Daumen drücken, es bleibt klar. Hi John, das hoffe ich auch. Perfektes Wetter macht alles noch angenehmer. Genau. Habt ihr Pläne für das Wochenende, wenn es schön bleibt? Ja, ich möchte wandern gehen, wenn das Wetter es zulässt. Was ist mit dir? Ich denke über ein Picknick im Park nach. Es wäre toll, sich im Freien zu entspannen. Das hört sich herrlich an. Haben Sie nach Veranstaltungen im Park gesucht? Noch nicht, aber ich werde es nachschlagen. Manchmal gibt es Live-Musik oder Essensstände. Das wäre ein schöner Bonus. Outdoor-Events sorgen immer für eine lustige Atmosphäre. Absolut. Dann drücke ich die Daumen für gutes Wetter. Tja, hoffen wir auf Sonnenschein und einen angenehmen Tag. Lektion 4: Besprechungsvereinbarungen. Guten Morgen, Anna. Wann sollten wir auf jeden Fall zum Treffen ankommen? Hallo John, lass uns 19 Uhr anpeilen. Das sollte uns genügend Zeit geben, uns vorzubereiten. Perfekt. Sollten wir etwas früher ankommen, um die Präsentation vorzubereiten? Ja, für kurzfristige Anpassungen wäre es ideal, 15 Minuten früher einzutreffen. Vereinbart. Haben wir alles für das Treffen vorbereitet? Was? Ich muss nur noch ein paar Folien fertigstellen und an Sie senden. Großartig. Ich werde sie überprüfen, sobald Sie sie mir zusenden. Hört sich gut an. Zusammenarbeit ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass alles reibungslos verläuft. Absolut.
Ich bin gespannt, wie sich alles entwickeln wird. Ich hoffe, ich glaube, dass es ein erfolgreiches Treffen wird. Lektion 5: Besprechungskosten. Hallo Anna, fallen für die Kaffeepausen während des Meetings zusätzliche Gebühren für die Nutzung des Meetingraums an? Hallo John, ja, es kann eine kleine Gebühr für Erfrischung geben. Das ist verständlich. Sollten wir das in unseren Haushalt einplanen? Definitiv. Es ist wichtig, alle potenziellen Ausgaben zu berücksichtigen. Das werde ich mir notieren. Wie wäre es mit Snacks? Auch Snacks können Kosten verursachen, daher ist eine entsprechende Vorbereitung sinnvoll. Guter Punkt. Ich möchte sicherstellen, dass sich alle während des Meetings wohlfühlen. Komfort kann die Produktivität steigern und alle motivieren. Ich werde eine Liste möglicher Erfrischungen zusammenstellen, die ich später besprechen kann. Tolle Idee. Machen wir es zu einem unvergesslichen Treffen für alle. Lektion 6: Streetfood-Erlebnis. Morgen Anna, was Streetfood angeht. Sie bieten eine große Auswahl. Was ist dein Favorit? Hallo John, ich liebe es, lokale Spezialitäten zu probieren. Sie sind oft so aromatisch. Absolut. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Kultur eines Ortes kennenzulernen. Tja, hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen Streetfoods probiert? Letzte Woche habe ich ein paar leckere Tacos von einem Imbisswagen probiert. Das klingt erstaunlich. Ich habe gehört, dass die Foodtrucks fantastisch sind. Das sind sie wirklich. Ich denke, ich werde mir auf meinen Reisen auf jeden Fall noch mehr ansehen. Du solltest. Jede Region hat ihre einzigartigen Angebote, die es wert sind, erkundet zu werden. Ich freue mich darauf, meinen kulinarischen Horizont zu erweitern. Sie werden eine wunderbare Zeit damit haben, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Lektion 7: Akademische Forschung. Hallo Anna, ich habe gehört, dass jemand, der an einer akademischen Einrichtung forscht, als Akademiker bezeichnet wird. Hallo John, das stimmt. Sie spielen oft eine entscheidende Rolle bei der Wissenserweiterung. Wissen Sie, auf welche Art von Forschung Sie sich normalerweise konzentrieren? Akademiker können sich auf verschiedene Bereiche spezialisieren, von Naturwissenschaften bis hin zu Geisteswissenschaften. Das ist interessant. Es muss erfüllend sein, einen Beitrag zu Ihren Fachgebieten zu leisten. Absolut. Ihre Arbeit kann zu bedeutenden Durchbrüchen und Entdeckungen führen. Ich bewundere Ihr Engagement für Bildung und Forschung. Doch es erfordert Leidenschaft und Engagement, akademische Exzellenz anzustreben. Ich würde gerne mehr über die verschiedenen Studienbereiche erfahren. Es gibt so viel zu entdecken. Jede Disziplin hat ihre einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen. Lektion 8: Besprechungszeit. Hi Anna, wann könntest du dich treffen? Hallo John, wie wäre es mit 9 Uhr? Auf diese Weise können wir die Menge schlagen. Das klingt perfekt. Ich bevorzuge frühe Treffen, um Ablenkungen zu vermeiden. Definitiv. Außerdem haben wir den ganzen Tag vor uns. Genau. Sollten wir die Tagesordnung vor der Sitzung fertigstellen? Ja, wenn wir eine klare Agenda haben, bleiben wir konzentriert und produktiv. Ich werde es entwerfen und es später heute mit Ihnen teilen. Großartig. Ich werde auch alle Punkte hinzufügen, die ich für wichtig halte. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, machen wir das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit. Lektion 9: Technische Probleme.
Guten Morgen, Anna. Ich hoffe, dass Sie das Internet bald reparieren. Hallo John, das hoffe ich auch. Es ist einfach frustrierend, wenn es unerwartet abstürzt. Genau. Aus diesem Grund musste ich meine Treffen verschieben. Es ist nervig. Haben Sie den Dienstleister kontaktiert? Ja, Sie versicherten mir, dass das Problem innerhalb einer Stunde gelöst werden würde. Das ist gut zu hören. Drücken wir die Daumen. Ich kann es kaum erwarten, wieder online zu sein und alles nachzuholen. Ich auch nicht. Ohne eine zuverlässige Verbindung ist es schwierig, produktiv zu bleiben. Hoffentlich wird das schnell geklärt. Ja, ich bin mir sicher, dass das so sein wird. Bleiben wir positiv. Lektion 10. Kochschritte. Hi Anna, ich freue mich darauf, heute Abend das Abendessen zu kochen. Was ist der erste Schritt? Hallo John. Schritt 1 besteht darin, das Hackfleisch zu kochen und es mit der Marinara Sauce zu vermischen. Das hört sich köstlich an. Habt ihr Tipps zum Würzen? Chef, die Zugabe von Knoblauch und Zwiebeln kann den Geschmack deutlich verstärken. Tolle Idee. Soll ich das Rindfleisch zuerst anbraten? Wuf. Das Bräunen verleiht dem Geschmack Tiefe. Wie lange sollte ich es kochen, bevor ich die Soße hinzufüge? Kochen Sie es etwa 5 bis 7 Minuten lang, bis es nicht mehr rosa ist. Eindrucksvoll. Ich werde es oft umrühren. Herr Pfeff, lassen Sie mich wissen, wie es ausgeht. Lektion 11. Mitgefühl und Dankbarkeit. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wir unser Mitgefühl vertiefen können. Hallo John, das ist ein tiefgreifendes Thema. Es kann unser Leben wirklich bereichern. Absolut. Ich glaube, dass Dankbarkeit in diesem Prozess eine Rolle spielt. Ja, die Erkenntnis, wofür wir dankbar sind, kann unsere Perspektiven verbessern. Wie praktiziert man täglich Dankbarkeit? Ich führe ein Dankbarkeitstagebuch, um über meine Segnungen nachzudenken. Das ist eine wunderbare Idee. Damit sollte ich auch anfangen. Es ist eine einfache, aber wirkungsvolle Übung, um Positivität zu kultivieren. Ich würde gerne hören, welche Auswirkungen es auf Ihre Denkweise hat. Es ist transformativ. Es hilft, sich auf die positiven Aspekte des Lebens zu konzentrieren. Lektion 12. Erkundung der Lebensmitteloptionen. Hallo Anna, ich habe entdeckt, dass man Chips auch aus Süßkartoffeln machen kann. Hallo John, das ist interessant. Ich liebe Süßkartoffelchips. Sie sind köstlich und eine gesündere Alternative. Ja, und sie haben einen einzigartigen Geschmack. Haben Sie Pastinakenchips probiert? Noch nicht. Sind sie mit normalen Kartoffelchips vergleichbar? Sie haben einen süßeren und erdigeren Geschmack, der köstlich ist. Klingt faszinierend. Wie wäre es mit Taro-Wurzelchips? Taro-Chips sind knusprig und haben einen milden Geschmack. Sie sind auch sehr beliebt. Ich muss versuchen, die zu machen. Hast du ein gutes Rezept? Bitte, ich schicke es dir später. Lektion 13. Treffen im Lebensmittelladen. Hallo Anna, wenn du jemanden bei dir hast, kannst du dich dann treffen? Hi John, sicher. Treffen wir uns im Supermarkt. Welche Uhrzeit passt für Sie? Wie wäre es mit 15 Uhr? Das sollte uns genug Zeit zum Einkaufen geben. Hört sich gut an. Haben Sie eine Liste parat? Ja, ich habe eine Liste mit den wichtigsten Dingen erstellt, die wir für die Woche brauchen.
Großartig. Es ist immer hilfreich, eine Liste zu haben, um konzentriert zu bleiben. Genau. Es verhindert auch Impulskäufe. Da planen Sie, diese Woche neue Rezepte auszuprobieren. Ich bin. Ich habe ein paar interessante gefunden, mit denen ich experimentieren möchte. Ich würde gerne von Ihnen hören, während wir einkaufen. Lektion 14. Vulkanische Aktivität. Guten Morgen, Anna. Wusstest du, dass es auf Hawaii noch aktive Vulkane gibt? Hallo John, ja, es ist faszinierend, wie vulkanische Aktivität die Landschaft prägt. Absolut. Die Lavaströme können neue Landformen schaffen. Und sie ziehen auch viele Touristen an, die die Vulkane aus der Nähe sehen möchten. Genau. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, die Kraft der Natur zu erleben. Haben Sie schon einmal einen aktiven Vulkan besucht? Noch nicht, aber es steht definitiv auf meiner Wunschliste. Du solltest gehen. Das Erlebnis ist unvergesslich. Ich kann es mir vorstellen. Ich muss bald eine Reise planen. Das klingt nach einem tollen Abenteuer. Lektion 15. Landwirtschaftsgeschichte. Hallo Anna, ich habe über die Geschichte der Landwirtschaft gelesen. Hallo John, das ist faszinierend. Was hast du herausgefunden? Viele Bauernhöfe produzierten früher Waren wie Baumwolle und Zucker. Ja, und die Arbeitsbedingungen waren für viele Arbeiter oft hart. Es ist wichtig, ihre Kämpfe und Beiträge anzuerkennen. Ruf. Sie haben unter schwierigen Umständen sehr hart gearbeitet. Es ist ein bedeutender Teil unserer Agrargeschichte. Definitiv. Wenn wir dies verstehen, können wir die moderne Landwirtschaft besser verstehen. Ich stimme zu. Aus der Vergangenheit zu lernen ist entscheidend für den Fortschritt. Das ist es wirklich. Die Lektionen, die wir lernen, können eine bessere Zukunft gestalten. Lektion 16. Nichtraucherinitiative. Guten Morgen, Anna. Hast du schon von der neuen Nichtraucherinitiative gehört? Hallo John, ja. Ich bin gespannt auf die Änderungen ab dem 1. Bitte. Es ist ein positiver Schritt für die öffentliche Gesundheit. Das Abonnement kostet nur $300 pro Monat. Das ist vernünftig. Es ist großartig, dass es Unterstützung für diejenigen gibt, die aufhören möchten. Genau. Ich denke, das wird viele dazu ermutigen, gesündere Entscheidungen zu treffen. Definitiv. Es geht darum, eine gesündere Umgebung für alle zu schaffen. Ich hoffe, dass es in Zukunft noch mehr Programme dieser Art geben wird. Tja, auch gemeinsame Anstrengungen können zu erheblichen Verbesserungen führen. Lassen Sie uns später mehr darüber besprechen. Das würde mir gefallen. Lektion 17. Musik und Bewegung. Hi Anna, wenn ich Musik höre, kann ich nichts anderes, als mit den Füßen zu schnappen. Hallo John, ich verstehe vollkommen. Musik hat eine Möglichkeit, in die Seele einzudringen. Ja, der Rhythmus macht einfach Lust auf Bewegung. Ja, es ist therapeutisch, loszulassen und den Beat zu genießen. Welche Musik hörst du, wenn du tanzen möchtest? Ich liebe fröhliche Popmusik, es hebt immer meine Stimmung. Das hört sich lustig an. Ich mag Jazz wegen seiner sanften Rhythmen. Es ist fantastisch. Es hat eine einzigartige Art, mit Emotionen in Kontakt zu treten. Das tut es wirklich. Lass uns irgendwann unsere Lieblingsplaylists teilen. Das würde mir gefallen.
Musik ist eine großartige Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Lektion 18. Tropische Früchte. Hallo Anna, hast du schon einmal tropische Früchte probiert? Hi John, ja, sie sind so erfrischend, besonders im Sommer. Ich liebe Mangos und Ananas. Was ist mit dir? Ich liebe Papayas und Passionsfrüchte. Sie haben so einzigartige Aromen. Absolut. Gibt es sonst noch etwas, das Ihnen Spaß macht? Ich mag auch Guaven. Sie schmecken köstlich in Smoothies. Tolle Wahl. Ich habe noch nie einen Smoothie mit Guar gemacht. Du solltest es versuchen. Es fügt eine schöne Süße hinzu. Das muss ich mir bei meinem nächsten Einkaufsbummel merken. Definitiv. Tropische Früchte können jede Mahlzeit aufpeppen. Lektion 19. Lustige Geschichten. Hi Anna, hast du diese komische Geschichte über Lilly gehört? Hallo John, nein. Was ist passiert? Sie ist einmal auf einen Baum geklettert und stundenlang stecken geblieben. Das klingt amüsant. Wie hat sie es geschafft, herunterzukommen? Ihre Freunde mussten um Hilfe rufen, um sie zu retten. Oh nein, es muss ein ziemlicher Anblick gewesen sein. Das war es wirklich. Es war ihr peinlich, aber wir lachten alle. Dafür sind Freunde da. Gab es Fotos? Ja, wir haben ein paar mitgenommen. Es sind unbezahlbare Erinnerungen. Ich kann mir nur vorstellen, wie viel Spaß ihr alle hattet. Lektion 20. Kaffeepräferenzen. Guten Morgen, Anna. Welchen Kaffee willst du am liebsten? Hallo John, ich bin eher ein Espresso-Typ, aber heute habe ich Lust, etwas anderes auszuprobieren. Das ist interessant. Was denken Sie darüber nach? Vielleicht ein Cappuccino. Ich liebe die aufgeschäumte Milch obendrauf. Cappuccinos sind herrlich. Ich genieße sie auch. Ich bevorzuge es schwarz, um den reichen Geschmack zu genießen. Es geht nur um persönliche Vorlieben. Wann trinken Sie am liebsten Kaffee? Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über meine Erfolge nachgedacht. Das habe ich, aber ich habe das Gefühl, dass ich sie noch nicht erreicht habe. Ich möchte meine Fitness verbessern und eine neue Fähigkeit erlernen. Ja, aber ich muss konsequenter daran festhalten. Das ist eine fantastische Idee. Unterstützung kann einen großen Unterschied machen. Guten Morgen, Anna. Hast du von dem Zirkusartisten gehört? Er befand sich in einem Käfig mit dressierten Löwen. Er ließ sie trainieren, durch einen Feuerring zu springen und sich umzudrehen. Ja,
Er hat sie im Rahmen der Show sogar geküsst. Sicher. Ich bewundere sein Engagement für sein Handwerk. Hi Anna, mein Vater bekommt alle Neuigkeiten aus der Zeitung. Ich glaube, es hat seinen Reiz, aber viele bevorzugen mittlerweile Online-Quellen. Ich mag eine Mischung aus beidem, Zeitungen für ausführliche Artikel und online für schnelle Updates. Genau, es hilft, sich eine fundierte Meinung zu bilden. Es könnte sich weiterentwickeln, aber ich denke, einige Leute werden physische Zeitungen immer schätzen. Guten Morgen, Anna. Ich habe in letzter Zeit über den Datenschutz in den sozialen Medien nachgedacht. Ja, ich vermeide es auch, persönliche Informationen in sozialen Medien weiterzugeben. Genau. Ich bevorzuge es, mein Privatleben privat zu halten. Einige tun es, aber viele teilen immer noch zu viel, ohne darüber nachzudenken. Definitiv. Bewusstsein kann dazu beitragen, unsere Identität zu schützen. Hallo Anna, ich habe etwas über die Etikette im Kundenservice gelesen. Es ist mir eine Freude, Kunden zu unterstützen. Eine freundliche Einstellung ist unerlässlich. Ja, halten Sie es für wichtig, Interaktionen zu personalisieren? Genau. Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Aspekt des Kundenservice? Das ist ein toller Punkt. Es zeigt, dass Ihnen Ihre Erfahrung am Herzen liegt. Morgen Anna, was isst du normalerweise zum Frühstück? Einfach und doch zufriedenstellend. Schalten Sie es jemals um? Das ist eine gesunde Ergänzung. Manchmal esse ich auch Haferflocken. Genau. Was ist deine Lieblingskaffeesorte? Gute Wahl. Ich bevorzuge meinen Kaffee mit etwas Sahne.
Hallo Anna, findest du es wichtig, Meilensteine zu feiern? Ich stimme zu. Da lohnt sich die ganze Mühe. Wie feiern Sie am liebsten? Das hört sich herrlich an. Ich genieße es, auswärts gut zu Abend zu essen. Sicher, das Feiern von Meilensteinen schafft bleibende Erinnerungen. Hi Anna, warst du schon einmal im Sears Tower in Chicago? Absolut. Es war einst das höchste Gebäude der Welt. Ich kann es mir vorstellen. Was gefällt dir daran am besten? Es muss schön sein, aus dieser Höhe atemberaubende Fotos zu machen. Ich sollte bald eine Reise dorthin planen. Chicago zu erkunden klingt aufregend. Guten Morgen, Anna. Hast du dich schon für ein konkretes Reiseziel für deinen nächsten Urlaub entschieden? Ich neige zu Europa. Es gibt so viel Geschichte zu entdecken. Ich würde gerne Italien und Frankreich besuchen. Die Kultur und das Essen sind verlockend. Nein, aber ich habe gehört, dass die Erlebnisse unvergesslich sind. Das steht definitiv auf meiner Liste. Was ist mit dir? Wo willst du hin? Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, ein paar Kunstwerke in meinem Wohnzimmer aufzustellen. Ich möchte einige Fotos einrahmen, die ich auf meinen Reisen gemacht habe. Genau. Halten Sie es für besser, ein Thema für die Rahmen zu haben? Ich habe darüber nachgedacht, schwarze Rahmen für ein modernes Gefühl zu verwenden. Ich hoffe, es regt zu Gesprächen an, wenn Gäste zu Besuch kommen. Guten Morgen, Anna. Lass uns die Konsequenzen einer Vertragskündigung besprechen. Wir können im Vertrag spezifische Bedingungen für die Kündigung festlegen.
Genau. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeiten nach der Kündigung zu definieren. Ja, die Einbeziehung von Strafen kann von einer vorzeitigen Kündigung abhalten. Vereinbart. Offene Kommunikation ist der Schlüssel zur Bewältigung dieser Situationen. Hallo Anna, ich habe gehört, dass du kürzlich ein ziemliches Abenteuer hattest. Ich habe mich beim stundenlangen Wandern im Wald verlaufen. Ja, zum Glück hatte ich Karte und Kompass dabei. Absolut. Mir wurde klar, wie wichtig die Vorbereitung vor dem Wandern ist. Ich würde auf jeden Fall dem markierten Weg folgen und jemanden über mein Vorhaben informieren. Hi Anna, du hast recht, ich sollte mich nicht von der Meinung anderer abhalten lassen. Manchmal hinterfrage ich meine Entscheidungen aufgrund der Meinung anderer. Ich versuche, mich an meine Ziele zu erinnern und daran, warum ich überhaupt angefangen habe. Ja, und es macht auch einen Unterschied, mich mit Menschen zu umgeben, die mich unterstützen. Ich lerne, konstruktive Kritik anzunehmen, anstatt mich von ihr negativ beeinflussen zu lassen. Guten Morgen, Anna. Es ist toll, Abwechslung in deinem Trainingsprogramm zu haben. Findest du nicht auch? Irgendwelche Ratschläge für mich, wie ich es vermischen kann? Das hört sich lustig an. Ich habe mich in letzter Zeit nur auf Krafttraining konzentriert. Guter Punkt. Ich neige dazu, Cardio zu vernachlässigen. Wie oft wechseln Sie Ihr Training? Das ist eine kluge Taktik. Vielleicht fange ich auch damit an. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie erfrischend es ist, einen Badetag zu verbringen. Wir sollten auf jeden Fall bald einen Badetag machen. Für ein wohltuendes Erlebnis verwende ich gerne ätherische Öle und Badesalze.
Lavendel ist perfekt. Es hilft wirklich, nach einem langen Tag zu entspannen. Ja, es schafft so eine friedliche Atmosphäre. Guten Morgen, Anna. Ich war auf der Suche nach einem neuen Outfit, bin mir aber nicht sicher, was mir am besten passt. Ich stimme zu. Wenn es nicht passt, sieht es oft auch nicht gut aus. Ich denke über lässige und dennoch stillvolle Optionen nach, vielleicht auch über maßgeschneiderte Stücke. Ja, aber ich mache mir Sorgen wegen der Größe. Das ist ein guter Punkt. Ich werde es weiter versuchen, bis ich das Richtige gefunden habe. Hallo Anna, ich habe versucht, meine Pflanzen besser zu pflegen. Das habe ich gehofft. Es wäre schön, etwas blühendes Grün zu Hause zu haben. Ja, ich habe etwas über die Anforderungen an Bewässerung und Sonnenlicht gelernt. Ich versuche auch, eine Überwässerung zu vermeiden. Das scheint entscheidend. Ich bin gespannt, wie sie bei richtiger Pflege wachsen. Hallo Anna, es ist wichtig, eine Entscheidung zu treffen, bevor man sich zu etwas verpflichtet. Es ist toll zu sehen, dass Sie so viel über Ihre Entscheidungen nachdenken. Wie wägen Sie normalerweise Ihre Optionen ab? Das klingt effektiv. Konsultieren Sie jemanden um Rat? Das ist ein kluger Ansatz. Verschiedene Standpunkte können wertvolle Erkenntnisse liefern. Morgen Anna, wie wäre es dieses Wochenende mit einer hausgemachten Lasagne? Ich habe ein einfaches Rezept, das nur wenige Zutaten benötigt. Wir brauchen Lasagne-Nudeln, Marinara Sauce, Käse und Hackfleisch. Mozzarella ist die klassische Wahl, aber Ricotta sorgt für eine schöne Cremigkeit. Ich auch. Für zusätzlichen Geschmack sollten wir auch einige Kräuter hinzufügen.
Hallo Anna, ich bin immer wieder von schöner Architektur begeistert. Wie weit ist es von hier aus, einige berühmte Gebäude zu sehen? Ich würde sie gern besuchen. Welches ist dein Favorit? Das klingt interessant. Was zeichnet sein Design aus? Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Es ist inspirierend, wie Architektur eine Geschichte erzählen kann. Guten Morgen, Anna. Wir müssen darüber diskutieren, wie wir Themen wie Faschismus und Rassismus bekämpfen können. Von Korruption bis Diskriminierung sind wir aufgerufen, es noch einmal zu tun. Wie können wir mehr Menschen dazu ermutigen, sich an diesen Gesprächen zu beteiligen? Das ist eine tolle Idee. Es hilft den Menschen, sich stärker mit der Sache verbunden zu fühlen. Das stimmt. Digitale Plattformen können ein breiteres Publikum erreichen. Hallo Anna, die Anpassung unserer Preise ist im aktuellen Markt von entscheidender Bedeutung. Stärke im Wettbewerb bedeutet, dass wir mit unserer Preisstrategie die Nase vorn haben müssen. Ja, wenn wir die Preise unserer Wettbewerber verstehen, können wir uns besser positionieren. Wie oft sollten wir unserer Meinung nach unsere Preise überprüfen? Regelmäßig, mindestens vierteljährlich, um mit den Marktveränderungen Schritt zu halten. Das macht Sinn. Flexibilität ist der Schlüssel zur Pflege unseres Kundenstamms. Ja, wir sollten auch das Feedback der Kunden zur Preisgestaltung berücksichtigen. Rechts. Es kann Aufschluss darüber geben, wie unsere Preise wahrgenommen werden. Gemeinsam können wir unsere Erfolgsstrategien verfeinern. Lektion 43: Flugsteuerzahlungen. Hallo Anna, kann ich die Steuer online bezahlen, bevor ich zu meinem Flug komme? Hallo John, ja, viele Fluggesellschaften bieten diese Option aus Bequemlichkeitsgründen an. Das ist großartig. Es würde mir Zeit am Flughafen sparen. Ruf, haben Sie auf der Website der Fluggesellschaft nach Einzelheiten gesucht? Noch nicht, aber ich habe vor, das bald zu tun. Irgendwelche Tipps, worauf man achten sollte? Suchen Sie nach dem Abschnitt über Gebühren oder Steuern. Es sollte Sie durch den Prozess führen. Gute Idee. Ich möchte sicherstellen, dass ich vor meiner Reise alles erledigt habe. Das ist klug. Es ist immer besser, im Voraus vorbereitet zu sein. Ich schätze deine Hilfe, Anna. Dadurch wird die Planung stressfreier. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Lektion 44: Den Frühling feiern. Guten Morgen, Anna. Hast du darüber nachgedacht, wie wir den Frühling feiern? Hallo John, ja, es ist interessant.
wie manche Feiertage kulturelle und saisonale Themen vermischen. Genau. Viele feiern sowohl einen religiösen Feiertag als auch ein Fest des Frühlings. Fest Ostern symbolisiert beispielsweise Erneuerung und Wiedergeburt. Das ist eine schöne Verbindung. Wie feiern Sie normalerweise? Ich genieße es, mich mit der Familie zu treffen und an Frühlingsaktivitäten teilzunehmen. Das hört sich herrlich an. Zur Begrüßung der Jahreszeit dekoriere ich gern mit Blumen. Blumen erhellen die Atmosphäre wirklich. Hast du einen Favoriten? Ich liebe Tulpen. Sie symbolisieren den Frühling perfekt. Tulpen sind atemberaubend. Sie verleihen jeder Umgebung so lebendige Farben. Lektion 45: Grundlegende Lebensmittel. Hallo Anna, ich muss mich mit ein paar wichtigen Dingen eindecken. Hallo John, großartig. Was möchten Sie kaufen? Ich denke darüber nach, Lebensmittel und einige Haushaltsgegenstände zu besorgen. Perfekt. Wir treffen uns später im Supermarkt. Hört sich gut an. Haben Sie eine Liste erstellt? Ja, normalerweise schreibe ich eines, um nichts zu vergessen. Das ist klug. Ich neige dazu, Dinge ohne Liste zu vergessen. Es hilft mir, beim Einkaufen organisiert und effizient zu bleiben. Das werde ich das nächste Mal versuchen. Welche Essentials empfehlen Sie? Auf jeden Fall Wasser, frische Produkte und ein paar. Guten Morgen, Anna. Manchmal mache ich 45 Minuten Sport am Tag. Normalerweise laufe ich 20 Minuten, aber am Wochenende mache ich noch mehr Zeit. Ja, es hilft mir wirklich, den Tag positiv zu beginnen. Was ist mit dir? Wie lange trainierst du normalerweise? Das klingt ausgewogen. Ich sollte auch ein paar Kraftübungen einbauen. Lektion 47: Planung eines Wochenendausflugs. Hi Anna, hast du schon an unseren Wochenendausflug gedacht? Hallo John, ja. Ich habe einige lustige Aktivitäten für uns recherchiert. Das klingt spannend. Was haben Sie im Sinn? Ich habe einige Wanderwege und malerische Orte zum Erkunden gefunden. Perfekt. Ich liebe es, draußen zu sein und die Natur zu genießen. Tja, wir könnten nach unserer Wanderung auch ein schönes Picknick planen. Das ist eine fantastische Idee. Was sollen wir für das Picknick einpacken? Bringen wir sandwiches Obst und ein paar erfrischende Getränke mit. Klingt köstlich. Ich kann unser Abenteuer kaum erwarten. Es wird mit Sicherheit ein unvergessliches Wochenende. Lektion 48: Einkaufsmöglichkeiten. Hallo Anna, es gibt so viele Möglichkeiten in verschiedenen Geschäften für Kleidung. Hallo John, auf jeden Fall. Die Auswahl kann überwältigend sein. Nach welcher Art von Kleidung suchen Sie normalerweise? Ich bevorzuge bequeme und dennoch stilvolle Outfits, insbesondere für den Alltag. Das klingt praktisch. Hast du einen Lieblingsladen? Ja, ich liebe es, in örtlichen Boutiquen einzukaufen. Sie bieten Unikat an.
Das ist eine tolle Idee. Es ist immer schön, lokale Unternehmen zu unterstützen. Ja, außerdem findet man oft Gegenstände, die man nicht überall sieht. Ich sollte mehr lokale Geschäfte erkunden. Es könnte ein lustiges Abenteuer werden. Das ist es wirklich. Man weiß nie, welche Schätze man entdecken kann. Lektion 49: Verzögerungen und Unannehmlichkeiten. Guten Morgen, Anna. Ich verstehe, dass Verzögerungen unangenehm sein können, besonders wenn man Pläne hat. Hallo John, absolut. Es kann Ihren gesamten Zeitplan durcheinander bringen. Haben Sie in letzter Zeit frustrierende Verzögerungen erlebt? Ja, mein Flug hatte letzte Woche Verspätung und das war ziemlich ärgerlich. Das klingt frustrierend. Wie haben Sie Ihre Zeit verwaltet? Ich nutze die zusätzliche Zeit, um am Flughafen etwas Lektüre nachzuholen. Das ist eine clevere Möglichkeit, das Beste daraus zu machen. Ich wäre unruhig gewesen. Ich versuche, produktiv zu bleiben. Es hilft mir, mich weniger gestresst zu fühlen. Toller Tipp. Das werde ich mir merken, wenn es das nächste Mal zu einer Verzögerung kommt. Es macht das Warten auf jeden Fall erträglicher. Lektion 50: Produktvielfalt. Hallo Anna, gibt es in diesem Geschäft eine große Auswahl an Produkten? Hallo John, ja, dort finden Sie fast alles, was Sie brauchen. Das ist beeindruckend. Welche Arten von Produkten bieten Sie an? Sie haben Kleidung, Elektronik, Haushaltswaren und sogar Lebensmittel. Wow, das ist ein One-Stop-Shop. Es muss bequem sein. Hilf. Es spart Zeit, wenn Sie alles an einem Ort haben. Ich liebe diese Idee. Besuchen Sie uns oft. Ja, vor allem, wenn ich mich mit dem Nötigsten eindecken muss. Vielleicht schaue ich es mir dieses Wochenende an. Dort finden Sie wahrscheinlich tolle Angebote. Lektion 51: Ein Postamt finden. Morgen Anna, entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Ich suche ein Postamt. Hallo John, natürlich. Es gibt nur ein paar Blocks entfernt einen. Das ist hilfreich. Kennen Sie die genaue Adresse? Ja, es liegt in der Maple Street, direkt in der Nähe des Lebensmittelgeschäfts. Perfekt. Ist es zu Fuß erreichbar? Ja, von hier aus sind es etwa 10 Minuten zu Fuß. Großartig. Danke für die Wegbeschreibung. Kein Problem. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch etwas benötigen. Lektion 52: Gesunde Entscheidungen. Hallo Anna, es geht darum, wie manche Menschen ihr Aussehen verändern. Hallo John, ich stimme zu. Sie tun oft ungesunde Dinge, um ihr Aussehen zu verändern. Genau. Es ist wichtig, die natürliche Schönheit zu schätzen. Natürlich sollte jeder versuchen, gesund zu sein und sich auf sein Wohlbefinden konzentrieren. Welche gesunden Gewohnheiten praktizieren Sie? Ich lege Wert auf ausgewogene Mahlzeiten und regelmäßige Bewegung. Das ist ein guter Ansatz. Ich versuche auch, aktiv zu bleiben. Es macht wirklich einen Unterschied darin, wie wir uns insgesamt fühlen. Definitiv. Ermutigen wir andere zu einem gesünderen Lebensstil. Ruf. Positiver Einfluss kann Veränderungen anregen. Lektion 53: Verkehrsunfälle. Hi Anna, hast du von den 3 Teenager-Mädchen gehört, die verbrannt wurden, als ihr Pinto von hinten getroffen wurde? Hallo John, ja, ich habe von diesem Vorfall gelesen. Es ist so tragisch.
Das ist es wirklich. Solche Unfälle unterstreichen die Bedeutung der Fahrzeugsicherheit. Düsseldorf. Glauben Sie, dass der Pinto über Sicherheitsfunktionen verfügte? Ich bezweifle, dass es moderne Sicherheitsstandards gab, die dies hätten verhindern können. Das ist wahrscheinlich wahr. Bei älteren Autos mangelt es oft an wichtiger Sicherheitstechnik. Es ist alarmierend, wie viele Menschen immer noch ältere Modelle ohne entsprechende Upgrades fahren. Was? Die Menschen müssen sich der Fahrzeugsicherheitsvorschriften stärker bewusst sein. Ich stimme zu. Besonderer Wert sollte auf die Aufklärung über sichere Fahrpraktiken gelegt werden. Definitiv. Das könnte die Zahl tragischer Vorfälle wie diesem verringern. Lektion 54. Erkundung des gotischen Viertels. Guten Morgen, Anna. Würden Sie für eine lebhafte Atmosphäre einen Aufenthalt im gotischen Viertel oder im Ilraval empfehlen? Hallo John, beide Gegenden haben ihren Charme, aber ich denke, das gotische Viertel ist lebendiger. Das ist interessant. Was macht es für Sie attraktiver? Die Architektur ist atemberaubend und es gibt viele Cafés und Geschäfte zu erkunden. Klingt nach einem großartigen Ort, um in die lokale Kultur einzutauchen. Ja, außerdem liegt es in der Nähe historischer Sehenswürdigkeiten. Ich liebe Geschichte. Gibt es bestimmte Attraktionen, die Sie empfehlen? Die Kathedrale von Barcelona ist ein Muss, ebenso wie die engen Gassen voller Charakter. Ich kann es kaum erwarten, es zu besuchen. Es klingt nach einem unvergesslichen Erlebnis. Das ist es wirklich. Sie werden jeden dort verbrachten Moment genießen. Lektion 55. Fertigkeiten üben. Hi Anna, wo übst du deine Fähigkeiten? Hallo John, ich mache es normalerweise zu Hause an einem ruhigen Ort. Das klingt ideal. Fällt es Ihnen dort leichter, sich zu konzentrieren? Ja, auf jeden Fall. Im Vergleich zu öffentlichen Orten gibt es weniger Ablenkungen. Ich kann es nachvollziehen. Auf welche spezifischen Fähigkeiten konzentrieren Sie sich? Ich übe derzeit meine Sprachkenntnisse und einige Musikinstrumente. Das ist beeindruckend. Haben Sie einen festen Zeitplan für das Üben? Ich versuche jeden Tag mindestens eine Stunde zu üben, um konstant zu bleiben. Das ist große Disziplin. Ich sollte selbst über eine strukturiertere Routine nachdenken. Es hilft wirklich dabei, Fortschritte zu machen. Eine Routine zu finden kann von Vorteil sein. Lektion 56. Effizient reisen. Guten Morgen, Anna. Was sind deiner Meinung nach die besten Arten zu reisen? Hallo John, ich glaube, dass öffentliche Verkehrsmittel oft am effizientesten sind. Ich stimme zu. Es ist normalerweise schneller und umweltfreundlicher. Ja, außerdem können Sie sich lästiges Packen ersparen. Das ist ein großer Vorteil. Haben Sie ein bevorzugtes öffentliches Verkehrsmittel? Ich mag Züge. Sie bieten eine bequeme Möglichkeit, lange Strecken zurückzulegen. Züge können auch sehr malerisch sein. Sind Sie schon einmal mit dem Zug an einen denkwürdigen Ort gereist? Ja, ich bin einmal mit dem Zug durch die Berge gefahren. Es war atemberaubend. Das klingt erstaunlich. Ich muss bald eine Zugreise planen. Sie werden es nicht bereuen. Es ist eine wundervolle Erfahrung. Lektion 57. Kleidung organisieren. Hi Anna, ich habe meine Klamotten in meinem Schrank hängen. Hallo John, das ist eine gute Möglichkeit, sie zu organisieren. Alle Kleidungsstücke hängen auf Kleiderbügeln. Es spart Platz und verhindert Falten. Ja,
Ich mache das gleich. Sortieren Sie sie nach Farbe oder Typ. Ich sortiere sie nach Typ. Es macht es einfacher, das zu finden, was ich brauche. Das ist klug. Für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild bevorzuge ich die Sortierung nach Farbe. Beide Methoden haben ihre Vorteile. Es geht nur um persönliche Vorlieben. Ralf, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Kleidung zu spenden, die Sie nicht tragen? Ja, ich habe vor, das regelmäßig zu tun, um meinen Kleiderschrank übersichtlich zu halten. Das ist eine tolle Idee. Es hilft anderen, während es ihren Raum aufräumt. Lektion 58. Ereignisse antizipieren. Hi Anna, freust du dich auf die Veranstaltung gegen 2 Uhr? Hallo John, ja, ich kann es kaum erwarten. Es hört sich nach einer Menge Spaß an. Perfekt. Worauf freuen Sie sich am meisten? Ich freue mich sehr auf die Gastredner. Sie sind ziemlich inspirierend. Das ist interessant. Ich habe gehört, dass Sie einige tolle Geschichten zu erzählen haben. Ruf, es ist immer aufschlussreich, verschiedene Perspektiven zu hören. Ich stimme zu. Haben Sie bereits an ähnlichen Veranstaltungen teilgenommen? Ja, und sie alle waren bereichernde Erfahrungen. Ich bin mir sicher, dass dieses genauso gut sein wird. Was hoffen Sie sonst noch zu sehen? Ich würde gerne einige interaktive Sitzungen sehen. Sie machen das Lernen ansprechender. Lektion 59. Unbehagen erleben. Morgen. Anna, ich habe gesehen, wie sie aussah, als würde sie versuchen, einen schlechten Geschmack aus ihrem Mund zu bekommen. Hallo John, das klingt unangenehm. Was hat es Ihrer Meinung nach verursacht? Ich dachte, ich würde krank werden, wenn ich etwas Bitteres schmecken müsste. Definitiv. Bittere Aromen können für viele Menschen ziemlich abstoßend sein. Haben Sie jemals ein Gericht gegessen, das schrecklich geschmeckt hat? Ja, einmal habe ich ein Gericht probiert, das viel zu salzig war und ich konnte es nicht aufessen. Das klingt hart. Normalerweise versuche ich, übermäßig gewürztes Essen zu vermeiden. Ebenfalls. Ich bevorzuge Gerichte, die einen ausgewogenen Geschmack haben. Das ist ein guter Ansatz. Es geht darum, das Essen zu genießen. Ruf. Ein angenehmer Geschmack macht das Erlebnis viel besser.